Mahlzeit, John Boy hier. Aus dem CMC-Studio in Schwalbach. Yes. Das erste Mal, dass wir die heiligen John Boy Hallen für das Recording verlassen haben. Genau. Aber das hat auch einen Grund. Einen fantastischen Recording-Raum, also den ihr so quasi hinter der Glasscheibe da hinten seht. Ja, ich glaube, ihr werdet nachher noch mehr davon sehen. Definitiv. Ja, wie gesagt, das Ding klingt absolut fantastisch und wir wollten einfach mal aus den John Boy Hallen raus, weil der Recording-Raum ist halt doch eher trocken und klein. Das war bis jetzt immer okay. Aber wir legen doch sehr viel Wert darauf, dass wir das Recording natürlich machen. Das heißt, wir haben und werden auch nicht Samples gebrauchen und keine Trigger-Mics und keine Quantisierung fürs Drum oder so. Ich habe 100% Tobis Schlagzeug und 100% Tobis Performance und das ist recht wichtig. Das darf dann auch gern mal krumm sein, auch bei uns, aber wir möchten, dass das ehrlich ist. Okay, deswegen hier der etwas größere Aufwand dieses Mal. Und alles Weitere werden wir euch gleich noch erklären, mit was wir hier gearbeitet haben und wie wir mikrofoniert haben. Ich denke, für viele ist das eher uninteressant, aber für den einen oder anderen, der selbst Recording macht, passt das schon und vielleicht könnt ihr mit den Informationen und ja, vielleicht habt ihr auch einfach Spaß dran zuzugucken, wie wir das Ganze gemacht haben. Hier sind wir. In Schwalbach, Los Angeles. Schwalbach. Alright. Also, das ist der Aufnahmeraum. Deswegen sind wir eigentlich hier, weil das Drum hier fantastisch drin klingt. Ihr merkt, hier hat man auch wirklich einen Raumklang im Gegensatz zu unseren bescheidenen Hallen, die sehr, sehr trocken sind. Ist eine ganz andere Art und Weise, Drum aufzunehmen. Aber hier, das ist schon richtig cool. Vorab, also das hier ist das Zelt, in dem schlafen wir, wenn wir fertig sind mit dem Recording. Nein, Käse. Ihr seht schon, wir haben hier recht viele Raummikrofone aufgestellt, weil deswegen sind wir hier. Wir wollten diesen Raumklang haben. Ich will mit diesem Raumklang arbeiten. Natürliches Drum, natürlicher Raum. Und wir haben nur das Problem, dass die Bassdrum, die super geil klingt, offen klingt, dass wir die eigentlich viel zu laut in den Raummikrofonen drin hatten. Und deswegen mussten wir diese sehr unschöne Konstruktion hier machen. Aber es hat tatsächlich ein bisschen was geholfen. Fangen wir an mit der Bassdrum. Bassdrum haben wir tatsächlich mit 4 Mikrofonen abmikrofoniert. Ich werde vermutlich nur 3 Stück verwenden, aber lieber zu viel als zu wenig. Wie gesagt, wir wollen es natürlich halten und wir wollen die Bassdrum so drauf haben, wie sie hier klingt. Ich fange mal an, innen drin am Schlagfell, sehr nah am Beater, vielleicht so 10 cm entfernt, ist ein Sennheiser 902. Hier außen am Loch das klassische Ei von AKG. Das nimmt halt eher den Bauch so ein bisschen auf. Hier haben wir das, oh Gott, ich glaube T-Bone ist es. Ich weiß es gar nicht. War auf jeden Fall eine Empfehlung und das Mikro gehört auch Christian. Er hat gesagt, tierisch für Low-End und er hatte absolut recht. Ich habe das nicht gekannt.
Man kann sich da diesen umgebauten Speaker, um die Lows irgendwie reinzubekommen, kann man sich komplett sparen. Mit diesem Mikro hast du alles, was du brauchst. Und last but not least das AKG AT4050, eigentlich mein favorisiertes Gitarrenmikrofon. Für, wie gesagt, da war ja diese Decke drüber, für die Bassdrum insgesamt so ein bisschen aufzunehmen. Ist eigentlich so das vom Spektrum her das breiteste Signal, sage ich mal. Und aus den 4 Mikrofonen zusammen mit den Raummikrofonen wird nachher die Bassdrum gemixt. Es geht weiter mit der Snare. Snare extrem wichtig für den Drum-Sound. Und deswegen, wir haben mit 3 SM57 Mikros gearbeitet und einem, ich glaube das ist das 609 von Sennheiser. Ja, ich komme immer wieder auf die SM57 zurück, für Snare eigentlich das beste Mikrofon, das es gibt. Und warum 2? Das ist diesmal tatsächlich etwas Luxus, mit dem wir arbeiten können, weil ich konnte mir erlauben, einen Backup-Klang quasi mit aufzunehmen. Das heißt, dieses Snare-Mikrofon läuft durch den Millenia Preamp bzw. Channel Strip und ist nur sehr wenig bearbeitet. Einfach nur ein bisschen die störenden Frequenzen raus und ein bisschen das High-End angehoben, also sprich ab 10.000 Hertz ungefähr. Dieses Mikrofon läuft über den Neve Portico 2, den geilsten Channel Strip überhaupt, und da habe ich sehr stark eingegriffen, also auch mit Kompression und auch vom EQ her sehr stark, einfach um schon ein bisschen eher einen bearbeiteten Sound rauszukriegen. Und die beide Sounds funktionieren fantastisch. Dazu unten das Bottom Mic ist auch SM57, hat diesmal einfach besser gepasst als ein Kondensatormikrofon, läuft über den Helios und klingt fantastisch. Also nimmt mir eigentlich nur die Kette ein bisschen auf und ich habe ein bisschen was zugegeben im Low-End-Bereich, um auch hier ein bisschen Druck zu haben, aber hauptsächlich die Kette, die ist wichtig. Und dieses Mikrofon Seite nimmt kaum jemand auf, aber glaubt mir, absolut genial. Dieses Signal wird euch nachher unter Umständen den Mix retten, wenn die Signale sonst nicht so gut sind. Klingt für sich alleine immer ein bisschen scheiße, aber sau wichtig für den Mix, glaubt mir einfach. Toms, von der Mikrofonierung her auch gar nichts Besonderes. MD421 von Sennheiser am kleinen Tom, gleiches am großen Tom. Wie schon gesagt, laufen beide über die Manley Channel Strips und ich habe eine Mittenfrequenz ein bisschen rausgenommen, die gestört hat. Ansonsten ein kleines bisschen angehoben im Höhenbereich und ich glaube ein bisschen im Bassbereich, also ganz leicht angezogen, aber ansonsten nichts. Die klingen einfach fantastisch, da hat unser Drummer richtig gute Arbeit geleistet. Die sind voll im Tune und das läuft. So, Hi-Hat-Mikrofonierung, warum 2 Mikrofone? Wir hatten mit dem Hi-Hat tatsächlich etwas Probleme, und zwar, ich habe das Hi-Hat zuerst von oben abgenommen, wie das eigentlich üblich ist, aber Tobi haut rein wie ein Berserker. Nein, also das Signal war sehr, sehr stark und sehr, sehr blechig auch, und wir haben dann einfach versucht von unten abzunehmen und siehe da, das war dann gerade schon perfekt. Das hier ist ein Rode NT5, gar nicht teuer das Mikrofon, aber für diese Zwecke absolut perfekt. Und das hier ist ein Beyerdynamic M160, ein Bändchenmikrofon. Das wollte ich nur dabei haben, weil es ein bisschen anderen Charakter gibt. Ich werde nur ein Signal von beiden benutzen, aber da ich noch nicht wusste welches, lieber beide aufnehmen. Okay, gehen wir gerade zu den Overheads. Overheads eigentlich auch ein Klassiker von Neumann, und zwar die KM184. Wir haben überlegt, ob wir Großmembran oder Kleinmembran holen sollen, und da wir die Cymbals lieber eher punchig haben wollen und eher ganz klar, transparent, haben wir uns dann für die KM184 entschieden. Okay, weiter geht's mit den Raummikrofonen. Ja. Wir haben hier nicht gespart, einfach, ich wollte den Raum halt mit so vielen Mikrofonen wie möglich irgendwie aufnehmen.
weil der uns sehr wichtig war. Wir fangen in der Mitte an, Neumann U87 auf Kugel eingestellt. Keine Ahnung, wir haben es einfach ausprobiert und passt absolut. Es klebt so ein bisschen die Stereoräume zusammen in der Mitte, mehr ist das nicht. Das wird gar nicht so laut dabei gedreht, aber so ein bisschen halt. Okay, und dann geht es direkt los mit dem ersten Stereopaar. Und zwar, das sind AKG C414. Recht nah positioniert. Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir diese Position halt so gehabt haben, dass die Snare mittig kommt und dass das gesamte Schlagzeug einigermaßen gut abgebildet ist. Klingt sehr, sehr gut. Gehen allerdings direkt in die Konsole. Wir haben keine Preamps dafür benutzt und ja, hat für uns gepasst. Gehen wir direkt weiter zu dem zweiten Raumpaar. Das sind Neumann TLM 102. Die sind auch gar nicht so teuer, sind aber fantastische Neumann-Mikrofone und die stehen quasi so voll im Sweet Spot von dem Raum, weil, keine Ahnung, die haben wir aufgestellt und es klang direkt geil und dann haben wir die auch nicht mehr bewegt, also die sind richtig cool. Und da oben die zwei, das sind auch AKG, ich weiß, ich glaube die C3000 sind das, ich habe keine Ahnung jetzt im Moment. Die hatten wir zuerst tatsächlich in Bodennähe, auch mit der Membran nach unten. Gibt einen sehr interessanten Sound mit viel Low-End im Raum, aber das war für uns eigentlich nicht so praktisch. Deswegen haben wir sie ganz nach oben versetzt und hier klingen sie wirklich sehr, sehr schön. Also, das war auch mit ein Grund, warum wir unbedingt hierher wollten. Christian hat wirklich eine fantastische Auswahl an Preamps bzw. Channel Strips. Wir haben auch ein paar Sachen, die seht ihr hier oben, das ist von uns. Das gehört zum Studio, ist leider nicht uns. Und ich will gar nicht so viel ins Detail gehen, aber der eine oder andere arbeitet selbst mit so einem Kram und findet das vielleicht immer ganz gut, ja, mal zu sehen, mit was andere Leute so arbeiten. Was haben wir hier? Die zwei Manleys zum Beispiel, Röhren-Channel-Strips, haben wir tatsächlich die Toms drüber laufen lassen. Hier hatten wir zu Beginn die Overheads drüber, das war eine eher schlechte Entscheidung. Sehr, sehr geile Preamps bzw. Channel Strips, haben mir aber ein bisschen zu viel Vintage-Charakter gehabt, deswegen haben wir die nachher rausgeschmissen. Hier unten zwei Tegeler Channel Strips, da haben wir jetzt die Overheads drüber, klingt fantastisch. Hier ganz, ganz wichtig, Millenia, ein unfassbar guter Channel Strip, auch für Vocals. Wir haben missbraucht tatsächlich zur Snare. Genauso wie der Portico 2, der gehört tatsächlich uns. Und da haben wir auch ein Snare-Mikro drüber laufen lassen. Hier über diesen kleinen Channel Strip, Heritage Audio, quasi eine Neve 1073 Nachbau, einen sehr guten allerdings. Da haben wir die Bassdrum Kick drüber laufen lassen, weil diese Frequenz, also diese Kick-Frequenz, die man braucht, kriege ich halt hier pervers gut raus. Und ja, dieser wunderschöne Guy hier, ein Helios 500 Type 69, ein Vintage Preamp, der eigentlich lieber oder gerne für Gitarren genutzt wird. Unheimlich geil für Snare auch, allerdings haben wir nur das Bottom Mic drüber laufen lassen. Ein ganz wichtiger Part des Regieraums, fast vergessen, ist diese unglaublich geile Konsole, ich glaube so 70er oder 80er Baujahr, von Allen & Heath. Die heißt Sigma 24L, ich habe die jetzt nicht gekannt, aber wir mussten natürlich auch sehr viele Signale vom Tram über die Konsole laufen lassen. Und ich muss sagen, diese Konsole hat fantastische Preamps, fantastische EQs, also es hat richtig Laune gemacht hier zu arbeiten. Auch die Abhörer, das passt. War bei uns ein bisschen schwierig wegen diesem gemixten Setup, also Teil Konsole, teils Preamp, aber ja, wir sind zum Ergebnis gekommen und sind mehr als zufrieden.